Hallo Kampfsportfreunde, es ist Montag, das heißt, es ist Zeit für die MMA-News. Michael Bisping glaubt, dass Robert Whittaker Israel Adesanya seine Worte fressen lassen wird. Robert Whittaker wird in einem Champion vs. Interim Champion Kampf gegen Israel Adesanya antreten im Mittelgewicht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Israel Adesanya bisher ungeschlagen, aber Bobby Knuckles ist keiner, den man unterschätzen sollte. Bisping wurde interviewt, wurde befragt, was er von dem Kampf hält. Er arbeitet mittlerweile als Kommentator, das heißt, er muss sich ein bisschen anders äußern als früher zu Kämpferzeiten, hat aber angedeutet, dass er davon überzeugt ist, dass Robert Whittaker Israel Adesanya schlagen wird. Interessanter Kampf. Ich glaube auch, wenn Kelvin Gastelum Israel Adesanya einen guten Kampf liefern konnte, kann das Robert Whittaker erst recht. Ich freue mich auf den Kampf. Jorge Masvidal sendet eine Warnung an den Champ Kamaru Usman. UFC 239 war am letzten Wochenende. Masvidal hat einen Rekord gesetzt, 5 Sekunden Flying Knee Knockout mit noch 2 Folgeschlägen, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Und ja, nach dem Sieg gegen Till und jetzt gegen Askren schielt er natürlich mit einem Auge auf den Championship-Kampf. Kamaru Usman ist aktuell noch verletzt. Man weiß nicht genau, wie lange das dauern wird. Interessanterweise ist auch Colby Covington, Teamkamerad und ehemaliger Zimmergenosse von Masvidal, kurz davor vielleicht einen Championship-Kampf zu bekommen. Er kämpft bald gegen Robbie Lawler. Wird also interessant zu sehen, ob die beiden Freunde gegeneinander kämpfen oder ob wirklich Masvidal den nächsten Kampf gegen Kamaru Usman bekommt. Anthony Johnson hat sein Kampfsport-Comeback gefeiert. Er hat gegen Craig Jones, einen BJJ-Ass, gekämpft. Der Kampf ging nicht wahnsinnig lang, unter einer Minute, und mit einem Heel-Hook hat Craig Jones den Kampf für sich entschieden. In einem Interview nach der Veranstaltung hat Johnson aber gesagt, dass er wahnsinnig viel Spaß hatte, so viel Spaß wie schon lange nicht mehr beim Kampfsport, und er noch nicht komplett auch mit MMA und der UFC abgeschlossen hat und er gerne im Heavyweight gegen entweder Jones oder DC kämpfen würde. Ich weiß nicht, ob die Zeit abwesend vom Kampfsport ihm gut getan hat oder ihm neue Perspektiven eröffnet hat. Er hat, glaube ich, ein ganz gutes Marihuana-Business aufgebaut nebenbei. Ob er zurückkommen sollte, ich glaube, wenn man so lange weg war, macht es nicht so viel Sinn, zurückzukommen, außer ich bin ein GSP, der die Chance hat, direkt um den Titel zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass die Johnson sofort einen Titelkampf geben, weil er ja auch in seinen letzten Kämpfen beide gegen DC verloren hat. Ich würde ihn aber gern wiedersehen, gerade im Heavyweight. Er hat schwere Hände. Ich würde ihn gern im Heavyweight wiedersehen. Ein Kampf gegen Ngannou wäre sehr interessant. Wer fällt zuerst? John Jones erklärt, warum er so extrem relaxed gewesen ist und wie das seine Performance beeinflusst hat. Das war eine Split-Decision, die wir am letzten Wochenende gesehen haben gegen Thiago Santos. Viele Leute waren unzufrieden, dass Jones den Kampf nicht beendet oder deutlicher gewonnen hat. Allerdings muss man auch sehen, er hat gegen einen Muay Thai-Spezialisten, einen Schwarzgurt, ausschließlich im Stand gekämpft. Also ich glaube, es gab einmal so ein bisschen Grappling mit einem Takedown-Versuch von Jones, aber ansonsten war der Kampf komplett auf den Füßen. Und dafür ist eine Split-Decision gar nicht so schlecht. Man stelle sich nur mal vor, dass Khabib nur im Stand gegen McGregor gewonnen hätte. Oder dass McGregor nur im Grappling gegen Khabib gewonnen hätte. Also wenn ich komplett auf die Spezialität des anderen eingehe und nur in diesem Feld bleibe, finde ich selbst eine Split-Decision ziemlich beeindruckend. Jones hat halt in einem Interview angedeutet, dass er so ein bisschen zu ruhig, zu abgeklärt, fast schon gelangweilt ist. So ein bisschen das, was vielleicht auch Anderson Silva während seiner Titelregentschaft hatte, dass er einfach irgendwann gelangweilt war, keine Herausforderung mehr gespürt hat. Das führte bei Anderson Silva auch zu einigen Stinkerkämpfen, wie zum Beispiel gegen Damian Maia, ein grausamer Kampf, wo der Schiedsrichter einige Male sagen müsste, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr Action machen. Jones, ich könnte mir vorstellen, dass ein Kampf im Heavyweight ihn wieder ein bisschen mehr kitzeln würde. Er hat jetzt auch nicht wirklich einen Gegner vor der Brust. Also da ist jetzt keiner in der Light Heavyweight Division, wo ich sagen würde, wow, der muss jetzt den nächsten Title Shot bekommen. Luke Rockhold wäre so ein Kandidat gewesen. Leider hatte Jan Blachowicz einen anderen Plan.
Ob ich jetzt Jan Blachowicz unbedingt als Title-Herausforderer sehe, steht auch auf einem anderen Blatt. Gut, er hat Luke Rockhold besiegt, aber Rockhold sah auch nicht wirklich gut aus in diesem Kampf. Schwierig, ich sehe jetzt keinen Number One Contender für Jones. Ben Askren kann immer noch lachen oder wieder lachen. Er hat geantwortet auf also einen Tweet hat er rausgeschickt, wo schon drin stand, well, that sucked, also das war scheiße. Und jetzt hat er halt nochmal drauf reagiert, dass eine andere MMA-Kampfsportgenossin, nenne ich sie jetzt mal, Heather the Heat, ihn verteidigt hat und gesagt, hey Leute, MMA ist hart und hört auf, andere Leute irgendwie, euch darüber lustig zu machen, dass ein anderer Mensch verloren hat, wenn ihr selber auch nichts damit zu tun hattet. Das erfordert sehr viel Mumm, in den Ring zu steigen. Stimmt, definitiv, aber Ben hat relativ locker drauf reagiert und gesagt, ach, wahrscheinlich verdiene ich es sogar. Dana White legt Luke Rockhold nahe, die Handschuhe vielleicht an den Nagel zu hängen. Ja, Luke Rockhold ist so ein Kandidat, schwierig. Gerade weil er noch ein anderes Standbein hat, also beim Modeln, er modelt für Ralph Lauren. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, muss ich mir jetzt noch ins Gesicht schlagen lassen oder kann ich nicht einfach mein Geld als Model die nächsten Jahre noch verdienen? War auf jeden Fall keine gute Performance. Ich werde nochmal ein extra Video machen, wo ich auf UFC 239 eingehe und jeden Kampf so ein bisschen analysiere. Hier möchte ich ganz kurz und knapp sagen, ich würde vielleicht nicht die Handschuhe komplett an den Nagel hängen, ich würde aber über eine Neuausrichtung meines Kampfstils nachdenken. Und wenn ich das nicht schaffe, den neu auszurichten, sollte ich vielleicht wirklich aufhören. Khabib Nurmagomedov und Nate Diaz sind beinahe aneinander geraten. Bei UFC 239 saßen beide im Publikum und mussten voneinander getrennt werden. Ich glaube nicht, dass eine physikalische Konfrontation kurz bevorstand, wobei Khabib und Nate haben eine Geschichte miteinander. Da gab es schon mal eine physikalische Konfrontation, also unmöglich ist es auch nicht. Zum Glück waren genug Security-Leute da, die sofort zwischen den beiden waren. Nate macht das smart, also im Grunde genommen liest er aus dem Buch seines Bruders, der hat es nämlich auch immer so gemacht, obwohl ich nicht auf einer Winning Streak bin von mehreren Kämpfen, sind die Diaz-Brüder trotzdem irgendwie immer in der Nähe von einem Title-Shot. Auch in diesem Fall. Also baut er eine schöne Geschichte auf, gewinnt seinen Kampf gegen Pettis, kann ich mir gut vorstellen, dass der nächste Herausforderer Nate Diaz plötzlich ist. Also von daher macht er es schon richtig und es weckt einfach auch mein Interesse. Tito Ortiz gibt den Gameplan, um John Jones zu schlagen. Erstmal hat Ortiz in einem Interview Jones über alle Maßen gelobt, also gesagt, er ist einer, wenn nicht sogar der Beste. Und sein Tipp, ziemlich enttäuschend finde ich, war halt, man muss die Distanz überbrücken und Jones treffen, den Kampf zu ihm bringen und ihm nicht von der Pelle rücken. Wow, Tito, danke für den Hinweis, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Etwas speziellere Herangehensweise wäre schon schön, weil ja, das ist so ein Tipp, du musst ihn einfach nur besiegen, du musst schneller sein als er, du musst ihn auf den Boden bringen. Ja, danke. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ich finde, wir haben beim Kampf gegen Santos gesehen, dass Leg-Kicks, wenn ich gute Leg-Kicks beherrsche, das tut Santos, durchaus ein Mittel sind, um gegen Jones eine Chance zu haben. Wenn man seine Beine erstmal ausgiebig bearbeitet, hat man gesehen, hat mir nicht gefallen, er hat dann öfter den Stand gewechselt. Das kann eine Möglichkeit sein. Ansonsten ist seine Reichweite einfach so enorm, dass es mit den Fäusten extrem schwierig wird. Also ich glaube auch, bei Jones ist ein gutes Kicking-Game angebracht, damit ich überhaupt eine Chance habe, weil ja die Beinreichweite, die ist jetzt nicht, da ist nicht so ein großer Unterschied wie die Armreichweite. Da würde ich auch ansetzen. Und zu guter Letzt, Donald Cerrone will einen Rückkampf gegen Tony Ferguson und die UFC sagt angeblich, wir wären offen dafür. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf... Natürlich war das ein unbefriedigendes Ende. Ich weiß aber nicht, ob ich den Kampf nochmal sehen muss. Weil für mich, aus meiner Sicht, ich kann mich natürlich auch irren, wir haben schon viele verrückte Sachen gesehen im Kampfsport, aber aus meiner Sicht hätte Tony Ferguson in jedem Fall den Kampf in der 3. Runde beendet. Selbst wenn die Ärzte Cerrone hätten weiterkämpfen lassen, und ich glaube auch nicht, dass dieser Schlag nach dem Gong quasi was damit zu tun hatte, dass das Auge so angeschwollen ist. Das lag eher daran, dass Cerrone seine Nase frei schnufen wollte und ja, die Nase war zu und dann ging halt die Luft nach oben ins Auge, darum konnte er nichts mehr sehen. Wäre Selbstmord gewesen, ihn nur mit einem Auge in die 3. Runde gehen zu lassen, aber auch mit einem gesunden Auge. Man hat gesehen, Ferguson hat jetzt das Tempo angezogen, ging weiter nach vorne, da wäre ein Finish nicht mehr weit gewesen. Kann man vielleicht machen, zweiten Kampf, allerdings weiß ich nicht, was das Ferguson bringen soll. Ferguson verdient
aktuell nichts anderes als den Sieger von Khabib gegen Dustin Poirier. Alles andere wäre nur weitere Zeitverschwendung und unnötig, auch aus Sicht der Fans, finde ich. Das waren die MMA-News für diese Woche. Ich werde die Tage noch ein Video rausbringen, wo ich über UFC 239, wo ich auch über meine zugegeben miserablen Tipps sprechen werde, wie die Kämpfe ausgegangen sind, warum sie so ausgegangen sind, was ich glaube, was bei einigen dahinter steckt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, mir vielleicht einen Daumen nach oben da lasst, motiviert mich immer weiterzumachen, neue Videos zu veröffentlichen, vielleicht auch mehr Videos in der Woche zu veröffentlichen. Ich danke meinen 3 Abonnenten, die ich bisher habe und wünsche euch eine schöne Woche. In diesem Sinne, let's fight und lasst uns drüber reden.